Hallo und willkommen. Ich bin Ginny und schön, dass ihr hier seid. Heute möchte ich zeigen, wie ich mit einfachen, selbst gezeichneten Bildern meine Karten gebastelt habe. Anfangen werde ich hiermit. Auf einem Schmierzettel habe ich ein Rechteck gezeichnet. Es ist genauso groß, wie meine spätere Karte sein wird. Dann nehme ich ein Stück Transparentpapier, das ich etwas kleiner zugeschnitten habe. Mit einem Bleistift markiere ich alle Ecken, dann zeichne ich zwei diagonal verlaufenden, geschwungenen Linien. Den kleineren Umriss habe ich dann doch komplett aufgezeichnet, damit der im Video besser zu sehen ist. Jetzt fange ich an, die Schmetterlinge zu zeichnen. Dabei variiere ich ihre Größe und natürlich auch die Flugrichtung. Dann wird das Transparentpapier draufgelegt und mit etwas Malercreme befestigt. Mit alkoholbasierten Markern zeichne ich zuerst die Schmetterlinge nach und male sie dann aus. Mit dunklerer Farbe drüber malen. Dann mache ich mit dem nächsten Schmetterling weiter. Für die Schmetterlinge habe ich zu Regenbogenfarben gegriffen und dabei lediglich die Reihenfolge der Farben geändert. Auf Transparentpapier ist es sehr schwierig bis fast unmöglich, die Farben gut zu verblenden, also habe ich erst gar nicht drauf geachtet. Das fertig kolorierte Transparentpapier umdrehen, denn nun nehme ich einen Lackstift in Gold, um die Umrisse der Schmetterlinge zu zeichnen. Das Nachzeichnen geht ziemlich schnell und einfach. Die Verwendung von Transparentpapier ist natürlich auch kein Muss. Aber wenn man mit Markern auf Transparentpapier arbeitet und es dann umdreht, schwächt das Papier die Intensität der Farben etwas ab und man bekommt so schön sanfte Farben, was mir persönlich sehr gut gefällt. So sieht's vorläufig aus und man könnte es auch so lassen. Aber ich möchte meine Schmetterlinge detaillierter haben. Also füge ich nach eigenem Gusto einfache Muster hinzu. Mal sind es Punkte, dann Striche, einfache Muster, wie sie mir gerade so einfallen. Ich finde, dass die Schmetterlinge dadurch lebendiger wirken, wenn man es so formulieren kann. Die Karten werde ich wie üblich am Ende zusammensetzen und mache daher mit dem nächsten Motiv weiter. Auch hier alle Ecken markieren und miteinander verbinden. Ich möchte eine Karte zu Ostern basteln und habe daher vor, Ostereier im Korb zu malen. Eigentlich wollte ich große, bunte Ostereier malen, habe dann allerdings feststellen müssen, wie schwer es eigentlich ist, die Form der Eier zu zeichnen. Nach etlichen gescheiterten Versuchen habe ich mich für einen Korb entschieden. Ich hätte gerne einen Korb mit geflochtenem Muster, also zeichne ich Linien dazu. Hier male ich parallel zueinander verlaufende Linien, dann füge ich diagonal verlaufende Linien noch hinzu. Jetzt komme ich zu meinen schwer zu zeichnenden Ostereiern. Ich hätte gerne einen vollen Korb, also male ich 5 Stück davon. Dann das Transparentpapier auflegen, mit Malercreme befestigen und wieder mit dem Lackstift die Umrisse nachziehen. Dieses Bild ist im Vergleich zu den beiden anderen Zeichnungen detaillierter, daher finde ich es einfacher, zuerst alle Linien nachzuziehen und dann auszumalen. Wie ich zuvor erwähnt habe, muss man nicht unbedingt Transparentpapier verwenden. Natürlich kann man auch direkt auf den Fotokarton zeichnen. Ein Vorteil des Transparentpapiers ist jedoch, dass man schnell und einfach mehrere Karten produzieren kann. Denn die selbst entworfene Vorlage ist ja schon vorhanden, sodass man lediglich die Zeichnung abzumalen braucht. Und das Ab- und Ausmalen ist so kinderleicht.
Ab und zu kann bzw. sollte man nachschauen, wo man eventuell vergessen hat, Linien nachzuziehen. Wie hier zu sehen ist, habe ich die Muster im Griff vergessen, was ich hier nachhole. Okay, jetzt fange ich an, die Zeichnung zu kolorieren. Das Transparentpapier dabei umdrehen und auf der Rückseite ausmalen. Für den Korb nehme ich Brauntöne. Zuerst mit dem helleren Braun die größeren Flächen ausmalen. Nachdem ich damit fertig bin, nehme ich den dunkleren Braunton. Auf Transparentpapier ist es schwierig, sehr schwierig, die Farben gut zu verblenden. Daher lege ich den Schwerpunkt nur auf das Aufbringen der Farbe und achte nicht auf das Verblenden. Wenn man es nach dem Kolorieren umdreht, schwächt das Transparentpapier die Farbintensität sowieso ab und lässt das Ganze sanfter erscheinen, so dass man kleinere Fehler oder Missgeschicke nicht gut erkennen kann. Die Ostereier koloriere ich in Regenbogenfarben, also Rot, Gelb, Orange, Grün und zuletzt Blau. Hier kann man gut sehen, wie sanft die Farben erscheinen, obwohl die verwendeten Farben doch ziemlich kräftig waren. Jetzt bekommen meine Ostereier einige Details aufgemalt. Mal sind das Zickzacklinien, dann Sterne, dann einfache Streifen und zuletzt geschwungene Linien und Punkte. Es ist soweit fertig und ich mache weiter mit der nächsten Zeichnung. Um einen Kreis zu zeichnen, nehme ich einfach die Rolle Malerkrepp und übertrage den Kreis auf das Papier. Ich habe vor, einen Blumenkranz zu zeichnen. In gewissen Abständen zeichne ich die größeren Blumen. Um meine Blumen zu bekommen, zeichne ich zuerst so eine Art Schneckenform und male Halbkreise um diese Form herum. Die Lücken fülle ich mit kleineren Blümchen auf. Natürlich füge ich auch ein paar Blätter noch hinzu, damit keine größeren Lücken übrig bleiben. Hier und da Blätter aufmalen, das Ganze geht ziemlich schnell und einfach. Nachdem alle Lücken ausgefüllt sind, wird das Transparentpapier draufgelegt und mit Malerkrepp befestigt. Hier habe ich direkt mit dem Ausmalen begonnen und festgestellt, dass es einfacher wäre, die Umrisse zuerst zu zeichnen. Also male ich mit dunklerer Farbe die Umrisse der Blumen. Das geht relativ schnell und einfach. Wie ich bereits erwähnt habe, ist diese Methode ideal für eine Massenproduktion. Man könnte die Zeichnung beispielsweise in den verschiedensten Farben ab- und ausmalen oder zuerst nur die Umrisse abmalen und Kindern zum Ausmalen geben. Hier fülle ich mit der helleren Farbe die Blumen aus. Dabei tupfe ich die Farbe nur auf, weil ich die klaren Umrisse der Blumen beibehalten wollte. Da es sowieso schwer ist, die Farben miteinander zu verblenden, ist das Auftupfen eine leichte Art der Kolorierung. Jetzt mache ich weiter mit den Blättern. Um sie auszumalen, nehme ich helleres Grün. Ich liebe es, wie lebendig das Ganze durch das bloße Hinzufügen des Grüntons erscheint. Hier und da den dunkleren Grünton dazu malen. Mit dem Kolorieren bin ich nun fertig. Das Papier umdrehen und mit dem Lackstift die Linien aufmalen. In diesem Video habe ich den einen Stift in Gold verwendet, aber wenn man die Blumen zum Beispiel mit Blautönen koloriert hat, würde ein Stift in Silber sehr gut passen. Hier kann man je nach Farbauswahl der Blumen auch mit den Farben der Stifte herumspielen und die verschiedensten Kombinationen ausprobieren. Es gibt ja zum Beispiel auch G-Liner, die so Glitzer enthalten. Solche würden, denke ich, auch toll aussehen.
Es ist natürlich extra Arbeit, all diese Linien mit dem Stift aufzumalen. Auf diesen Extraschritt sollte man, finde ich, jedoch nicht verzichten, weil die Blumen bzw. die ganze Zeichnung dadurch feiner, ich würde sagen, definierter und wohl abgerundet aussieht. Jetzt nur noch die eine Blume und die letzten Blätter nachziehen und ich bin fertig. Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis und denke, dass es sich doch sehen lassen kann. Okay, jetzt fehlen nur noch die passenden Sprüche und um nichts dem Zufall zu überlassen und sicher zu gehen, schreibe ich den Spruch zuerst auf meinem Schmierzettel. Dann befestige ich mein fertiges Motiv mit Malerkrepp und ziehe den Spruch nach. Im Video habe ich es zwar beschleunigt, in Realität bin ich dabei langsam vorgegangen, damit nichts vermasselt wird. So sieht mein fertiges Bild aus. Ich persönlich bin sehr glücklich und zufrieden damit. Für meine Osterkarte schreibe ich wieder den Spruch zuerst auf das Schmierpapier, lege das fertige Bild drauf, befestige es mit Malerkrepp und ziehe den Spruch nach. So sieht's dann aus. Für meine Schmetterlinge brauche ich auch einen Spruch. Wieder gehe ich genauso vor wie vorher. Das heißt, den Spruch auf das Schmierpapier schreiben, dann das fertige Motiv befestigen und mit dem Lackstift die Linien nachziehen. Zur Abwechslung habe ich hier den Spruch in Druckbuchstaben aufgeschrieben. Und auch dieses Bild ist fertig. Zum Festkleben der Transparentpapiere nehme ich doppelseitiges Klebeband. Ich finde, dass es nicht gut aussieht, wenn der Klebstoff durchscheint. Daher greife ich lieber zum doppelseitigen Klebeband. All meine fertigen Zeichnungen klebe ich erst auf weißen Fotokarton und dann wird der Überschuss abgeschnitten. Die Basiskarte für die Blumen ist von der Farbe her eine Mischung aus dunkelviolett und dunkelrot. Schwer zu beschreiben, aber sehr hübsch. Ich nehme eine hellgrüne Basiskarte für die Schmetterlinge. Für den Osterkorb habe ich mich für knalliges Gelb entschieden. Der Schmetterlingshintergrund schien mir, so wie er ist, irgendwie unvollendet. Daher habe ich mich entschieden, hier und da kleine Schmetterlinge hinzuzufügen und so einige Lücken auszufüllen, was schnell zu erledigen ist. Nachdem alle Schmetterlinge zu meiner Zufriedenheit platziert und fertig gemalt worden sind, fange ich an, gewirbelte, geschwungene Linien zu zeichnen. Ich finde, dass die Schmetterlinge dadurch lebhafter und auch dynamischer wirken. Zuletzt male ich noch den Spruch aus, damit er kompakter aussieht und auch diese Karte ist somit fertig gebastelt. Und hier sind nochmal alle Karten auf einen Blick. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass das Video hilfreich war und euch gefallen hat. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auf Abonnieren drückt und so das nächste Mal wieder dabei seid. Meine Videos nehme ich abwechselnd auf Englisch und Deutsch auf. Das nächste Video wird also auf Englisch sein. Okay, danke nochmal fürs Vorbeischauen und bis zum nächsten Mal.